Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa, auch jetzt in Corona-Zeiten. Frankfurt steht für Tourismus und Welthandel. Medikamente, Computer, Lebensmittel, Impfstoffe werden von hier aus europaweit verteilt. Vor Corona zählte der Flughafen zu Hessens größten Arbeitgebern. Jetzt Kurzarbeit und Kündigungen, doch der Betrieb geht weiter. Ja, Hilfskontrolle. Wie sieht die Zukunft aus? Wie funktioniert diese Kleinstadt in der Pandemie? Feuerwehralarm am Flughafen. Unterwegs mit Wache 20. Ihr Einsatzgebiet: Autobahnen und Straßen rund um den Airport. Der Güterverkehr hat massiv zugenommen die letzten Jahre und dementsprechend spiegelt sich das natürlich auch wieder, dass die in Unfälle verwickelt sind und wir dann damit konfrontiert werden. Ein Monument aus 37 Seekontainern, das größte mobile Kunstwerk der Welt. Jetzt ab. Spektakulärer Aufbau des Global Gates neben Frachtmaschinen. Der muss genau mittig drauf sitzen. Lass mal ganz langsam runter. Vincent, zieh mal! Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Frankfurter Flughafens in Corona-Zeiten. Deutschlands größter Airport liegt mitten im Grünen, umgeben von Wäldern. Gleich zweimal passt der Flughafen in den Frankfurter Stadtwald. Ein beliebter Treff für Dienstsportler. Um 7 Uhr war Schichtbeginn. Seit kurz vor 8 joggen sie. Die Männer von Wache 20. Chef der Truppe ist Brandoberinspektor Rolf Urban. Wie wichtig ist der Sport für dich hier? Für mich? Ja, gehört dazu, ne? Wir haben ja Kollegen, die können es ja gar nicht bändigen, ne? Er ist Dienstgruppenleiter, verantwortlich für seine Kollegen auf dem HLF, dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug. Das ist ja das Schöne bei uns hier, auch die Jungkerle, das sind alles Überzeugungstäter. Die kommen alle mit dem Spaß, also das ist die Gemeinschaft und auch die Einsätze und dieses ganze Drumherum. Das macht schon viel Spaß. Du musst gerne zur Arbeit gehen, das sage ich immer den Auszubildenden. Ihr müsst immer, wenn ihr morgens kommt, müsst ihr sagen, ich habe Bock heute. Ich möchte was mitnehmen. Das geht mir heute noch so. Wenn ich morgens nach Hause gehe, wieder was gelernt. Seit 30 Jahren ist er bei der Feuerwehr. Auslöser war ein Urlaub in Österreich. Die Gastfamilie dann in Österreich, die haben Blasmusik gemacht in so einer Trachtenkapelle oder was auch immer. Das fand ich so toll. Und wie wir nach Hause gekommen sind, haben dann meine Mutter und ich auch mal ein bisschen rumgeforscht in der Schule. Und so. Und da gab es einen Spielmannszug im Ortsteil, also in Miesburg im Stadtteil. Und da wollte ich eigentlich mitmachen. Und dann musstest du aber auch in die Jugendfeuerwehr, weißt du, und so. Das Leben manchmal völlig Irrung und Wirrung, ne? Einer fehlt beim Joggen, der Fahrer. Er muss im Wagen bleiben, den Funk abhören, falls sie alarmiert werden. So wie heute. Schluss mit der Waldidylle. Sie werden gebraucht. Jo, Alarm. Airport Center, Aviation Center, Airport Ring. Jetzt zählt jede Sekunde. Runter mit den Sporthosen. Rein in die Schutzkleidung. Alarm während des Dienstsports. Das hatten sie schon lange nicht mehr. So, es wird hektisch. Aber wir können es. Was liegt an? Melder? Feuermelder? Rauch in einem Büro. Vielleicht ein Feuer. Das Kanal 34 sein. Ihr Einsatzgebiet sind Straßen, Autobahnen, Bürogebäude und Hotels rund um den Flughafen. Rolf Urban ist nach seiner Lehre als Kfz-Mechaniker von Hannover nach Frankfurt gezogen, um hier Feuerwehrmann zu werden. Der
Einsatzort ist 2 Kilometer entfernt. Die Leitstelle hat weitere Infos per Funk. Der Alarm ist im 6. Stock, kein Feuerwehraufzug, nur eine Treppe. Kein Problem für die Männer, sie haben noch Temperatur vom Dienstsport, sagt Nico Möller. Das heißt, man schwitzt jetzt schön aus in den Klamotten, isolieren schön. Und jetzt gleich lustig beim Treppenlaufen. Und das auch noch ohne Frühstück. Brötchen, Marmelade und Rührei warten hier, in ihrer Wache, am Terminal 2. Vielleicht kommen sie gleich zurück. Brandmelder im Büro sind oft Fehlalarme, weil Mitarbeiter am falschen Platz rauchen oder in der Kantine zu heiß gekocht wird, sagt Rolf Urban. Zur Einsatzstelle und Stichworterhöhung auf F direkt. Wir sind da. 30 Kilo wiegt ihre Ausrüstung. Noch knapp 100 Treppenstufen bis zum gemeldeten Brand. Der Alarm kommt aus dem 6. Stock. Rolf Urban und seine Kollegen sind in wenigen Minuten oben. Nur wer fit ist, schafft das. Deshalb ist Sport Pflicht bei der Feuerwehr. Rauch in den Räumen, es riecht verbrannt. Der Einsatzleiter und Rolf Urban fordern Verstärkung. Aus der Innenstadt kommen weitere Kollegen. Auch ein Rettungswagen der Flughafenfeuerwehr steht bereit, zur Sicherheit. Nach 20 Minuten ist der Einsatz beendet. Lage unter Kontrolle, sagt Nico Möller. Und also wir hatten natürlich im 6. Obergeschoss eine Rauchentwicklung im Technikraum, die kontrolliert werden musste, aufgrund von einer technischen Störung. Ja, müssen wir erstmal Geräte tauschen gehen und dann gibt es hoffentlich mal was zu trinken, was zu essen. Langsam. Ja, wir haben ja immerhin noch nicht gefrühstückt. Ich glaube, dann gehen wir zum GWA und dann tauschen wir unsere Geräte. Die Atemschutzgeräte müssen ausgetauscht werden. Standard nach jedem Einsatz. Dafür ist extra dieser Wagen angerückt. Rolf Urban hatte zunächst mit einem Kurzschluss gerechnet. Undefinierbarer Geruch. Also für mich hat sich erstmal so dargestellt, Richtung Batteriesäure, Schwefelsäure. Zum Schluss haben uns die Techniker dann aufgeklärt nach einer umfangreichen Erkundung. Und jetzt trinke ich erstmal das. Ein Feuer mussten sie nicht löschen. Nach Sport und Einsatz brennt jetzt aber die Kehle. Handwerker haben ein Abluftrohr offenbar falsch montiert, direkt neben einem Brandmelder. Fettiger Rauch aus der Kantine ist so nach oben gezogen und hat den Alarm verursacht, meldet Rolf Urban der Leitstelle. Zurück zur Wache. Das Frühstück wartet. Von der Feuerwehr zur Cargo City Süd, zu einem riesigen Kunstprojekt. Das sieht aus wie das Brandenburger Tor. Und das wird das Brandenburger Tor. Ein Nachbau in Originalgröße aus 37 Seekontainern mitten im Sicherheitsbereich des Flughafens. Ein Kunstprojekt, das Kraft und Nerven braucht. Setz mal ab. Setz ab, setz ab, setz ab, setz ab. Markus Schäfer ist verantwortlich für dieses Projekt. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wir hatten einen Container, wo unsere Sachen drin waren, aus Malaysia, aus Kuala Lumpur, wo wir gelebt haben. Und der ist bis heute nicht angekommen. Der ist doch irgendwo zwischen Asien und Europa. Sascha, wir müssen den ganzen Container einmal um 180 Grad... Okay. Markus Schäfer arbeitet für Museen und Galerien. Er verwirklicht Projekte, die etwas aus der Norm fallen. Hatte er schon mal so ein Projekt? Nein, in der Form nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so jemand gemacht hat. Er ist ausgebildeter Pilot. Kunstprojekte weltweit zu verwirklichen hat ihn aber mehr gereizt. Wochenlang hat er nach einem geeigneten Platz für das Kunstwerk gesucht. Eine Frachtfluggesellschaft hat schließlich zugesagt. Bitte? Was sind Sie eigentlich von Beruf, wenn ich fragen darf? Kunsthändler. Wie sind Sie dann dazu gekommen? Fragen Sie mal meinen Sohn, der hatte die Idee. In den verschwundenen Containern aus Malaysia waren Hausstand der Familie und Spielsachen von Sohn Maximilian. Damit er nicht so traurig ist und die Hoffnung nicht aufgibt, hat er ihm Spielzeugcontainer geschenkt. Aus 37 Seekontainern hat unser Sohn Maximilian mal ein Brandenburger Tor nachgebaut. Und da haben wir gesagt, das können wir so nicht stehen lassen, weil das sind Seekontainer, das sieht auch ganz nett aus, aber wir wollen es halt einfach veredeln und schöner machen. Und da haben wir gesagt, dann machen wir da drauf die 17 Global Goals der UN. Und insgesamt haben wir dann hier über 2000 Quadratmeter Fläche.
die per Rahmen bespannt werden. Da kommt also ein Aluminiumrahmen drauf. Dann kommen Banner da drauf, was alleine 980 Meter Aluminiumrahmen sind, damit es wirklich stramm drauf ist. Und in die Innenwände kommen dann noch 200 Kindergesichter aus der ganzen Welt. Jetzt schweißen sie an der Idee, bauen Stützen, füllen die Container unten mit Wassertanks für die Stabilität. Wir können hoch. Ein Mammutprojekt mitten im Sicherheitsbereich des Flughafens. Sie brauchten viele Genehmigungen von Behörden, Fraport, Flugsicherung. Können diese Mengen an Stahl und Metall die Radaranlagen stören? Nach vielen Tests und Gesprächen ist der Weg frei für das Global Gate. 21 Meter hoch, 24 Meter breit. Keine Angst oder Sorge, macht das nichts aus? Ich konzentriere mich auf das da. Was ist das für ein Gefühl, hier oben das zu machen? Ich mag das, ich finde das toll. Mal schön in die Ferne gucken. Die tonnenschweren Container müssen zentimetergenau sitzen, um sie festzuschrauben. Er hat sich oben verkeilt und das sehen wir von hier unten nicht. Jetzt sind die Container auch schon etwas älter, das heißt, sie haben sich etwas verzogen. Wir müssen sie halt auf einen Zentimeter genau oben draufsetzen, das ist das Problem. Ungefähr so ein Stück in die Richtung. Gleich wird's dunkel. Dürfen Sie auch nachts arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier Licht und das sollte klappen. Container, Schrauben, Banner haben Sponsoren gestiftet. Anders wäre das Projekt nicht machbar gewesen, sagt Markus Schäfer. Der Aufbau? Und? Reine Nervensache. Das sieht gut aus. Am Abend sind fast alle Container montiert. Nur die Spitze fehlt noch. Naja, wir haben immer noch ein bisschen Wind und wenig Licht leider. Da arbeiten wir ein bisschen im Dunkeln. Und wir sehen oben nicht genau, was wir dann, ob wir drauf kommen. Schwenk noch mal zurück, weil der hängt da oben. 7 Tonnen wiegen die Container. Der Wind drückt sie zur Seite. Mit Gurten ziehen Markus Schäfer und die Kollegen dagegen. Und mir tut jeder Knochen jetzt schon weh. Aber langsam runter, langsam runter. Stark. Geschafft. Die Spitze sitzt. Ich denke mal noch so 3-4 Tage, 2-3 schlaflose Nächte, aber dann haben wir ein kleines Monument geschaffen. Zurück zur Wache 20. Seit 14 Jahren sind die Retter am Flughafen. Seit 5 Jahren in diesem Neubau. Wache 20 ist eine der kleinsten in Frankfurt, sagt Dienstgruppenleiter Rolf Urban. Wir hatten früher 8 Feuerwachen, in der Regel relativ große Feuerwachen, wo mehrere Fahrzeuge, mehr Personal war. Aber wir waren in der Fläche nicht so vertreten. Wir hatten Bereiche im Stadtgebiet, wo wir die Hilfsfristen nur unter Schwierigkeiten gehalten haben. Und um diesen Mangel zu beheben, sind so Feuerwachen wie diese hier entstanden, die halt klein sind, wo ein HLF steht, ein Basisfahrzeug, um entsprechend schnell eingreifen zu können und schnell vor Ort sein zu können. B43, Höhe Cargo City Nord. 500 Einsätze fahren die Retter jedes Jahr, vorwiegend zu Verkehrsunfällen. Das ist auch kurios, das war jetzt im halben Jahr der zweite Betonmischer. Vermutlich beachten die Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht, die Kurve ist sehr eng und dann fallen die einfach mal um. Die B43 ist Stunden gesperrt. Der Fahrer wird schwer verletzt. Am Flughafen sind viele Baustellen. Der Lkw-Verkehr hat stark zugenommen, sagt Rolf Urban. Auf Autobahnen sind sie fast jede Woche im Einsatz. Wir haben eines der meistbefahrenen Autobahnkreuze in Europa, das Frankfurter Kreuz, für das wir zuständig sind. Dann kommen noch die Bundesstraßen dazu und eben jetzt seit einigen Jahren hier das sehr expandierende Gateway Gardens, wo auch jede Menge neue Büro- und Hotels entstanden sind. Die Retter von Wache 20. Sie erleben oft schwere Unfälle, Bilder, Eindrücke,
die nur schwer wieder aus dem Kopf gehen. Ja, natürlich. Gerade wenn Kinder beteiligt sind, wie wir es letztens hatten wir mehrere schwer verletzte Kinder im Pkw nach dem Unfall. Oder ja, wenn man Personen auch nicht mehr helfen kann. Im Extremfall, wenn man vielleicht mit denen noch spricht, wenn man ankommt, die erste Lagererkundung macht, die noch befragt und dann im Laufe des Einsatzes dann halt doch aufgrund ihrer schweren Verletzungen dann doch ableben, dass wir, das sind so belastende Geschichten dann schon. Ja. Sie reden viel über ihre Einsätze. Auch Notfallseelsorger stehen den Feuerwehrmännern zur Seite. Sie helfen ihnen, ihre Arbeit zu verkraften. In jeder Schicht arbeiten 10 Einsatzkräfte, 9 Männer und eine Frau. Sie ist die Wachleiterin. Eine Schicht geht 24 Stunden. Die Räume sind wie ihr zweites Zuhause. Dann haben wir hier 2 Aufenthaltsräume und mit das Wichtigste auf jeder Feuerwache unsere Küche. Hier in Frankfurt ist es so, jede Feuerwache organisiert ihr Essen selber. Und das lassen wir uns auch nicht so schnell wegnehmen. Wer bei der Feuerwehr arbeitet, lernt nicht nur retten, löschen, bergen, schützen, sondern auch kochen. Was gibt's heute? Wir machen heute Bandnudeln nach Burgfrauenart, also mit Schweinefilet und Speck. Hauptbrandmeister Steffen Löbig sorgt heute für die gute Laune im Hause. Essen gut, Stimmung gut. Der Kuchen ist Bonusprogramm. Haben Sie wegen Corona mehr Einsätze? Corona als solches haben wir jetzt gar nicht so gemerkt. Speziell während des ersten Lockdowns war das für uns sogar etwas ruhiger. Weil man hat gemerkt, die Leute waren nicht mobil und wie man unten ja gesehen hat auf der Karte, die Autobahn ist ein Hauptgeschäft und wenn keine Autos fahren, bleiben auch die Einsätze aus. Und auch die Hotels, die hier umliegend sind, für die wir zuständig sind, die hatten auch keine Gäste. Insofern kam es auch zu keine Fehlauslösung bei den Brandmeldeanlagen. So, hier oben haben wir dann entsprechend Ruheräume für die Kollegen, wenn es dann in die Nacht geht, dass man sich hier zurückziehen kann, sich erholen kann. Es funktioniert. Aber nur mit Dreifachverglasung. Normalerweise düsen die Flieger im Minutentakt über ihre Wache. In Frankfurt sind fast alle Feuerwehrfrauen und Männer auch Notfallsanitäter. Deshalb fahren sie Notarzteinsätze wie Marco Unholzer. Wir haben gerade getauscht. Ich bin jetzt quasi der Fahrer vom Notarzt von dem NEF von der Uniklinik. War vorher Angriffstruppführer auf dem Hilfeleistungslöschfahrzeug. Wir haben jetzt quasi getauscht für die nächsten 10 Stunden und dann wechseln wir wieder zurück. Normalerweise arbeiten Arzt und Notfallsanitäter 24 Stunden auf so einem NEF. Doch die Einsatzzahlen steigen seit Monaten. 20 Einsätze in 24 Stunden auf diesem Fahrzeug sind jetzt fast schon Alltag, sage ich mal. Und da ist die Belastung an die Einsatzkräfte und auch an den Notarzt ziemlich hoch. Und jetzt haben wir gerade eine Erprobungsphase, dass wir mal das Personal tauschen, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, um einfach die Kapazitäten des Personals ein bisschen zu schonen. Sie fahren zur Uniklinik. Von dort aus starten sie ihre Rettungsfahrten. Zum Ausruhen bleibt heute keine Zeit. Nächster Alarm. Ja, 101. Und was liegt an, was weißt du? Brandmeldeanlage hat ausgelöst im Airport Hotel unter Schweinstege. Da fahren wir jetzt hin. Sowas habt ihr häufig, Hotels, ne? Ja. Wir haben ja auch ein paar Stück. Im Westen entsteht das größte mobile Kunstwerk der Welt, mitten auf dem Flughafen. 37 Seekontainer, 10.000 Schrauben, 6 Tonnen Stahl und Aluminium. Das Global Gate ist eine Materialschlacht, sagt Kunstprojektentwickler Markus Schäfer. Läuft alles nach Plan? Alles nach Plan. Ja, es gibt immer mal eine Stolperer, aber eigentlich läuft alles nach Plan. Uwe Jakob ist Industriekletterer. Er hat schon den Reichstag verhüllt, 1995 mit Christo. Das Global Gate ist mega anspruchsvoll, sagt der 50-Jährige. Für uns ist das eigentlich jetzt mit die größte Herausforderung, die wir je gebaut haben. Die Reichstagsverhüllung war auch schon aufwendig und intensiv, aber das für uns persönlich, als Empfinden her, toppt das eigentlich unsere Aktion bei der Reichstagsverhüllung. In 21 Metern Höhe, auf rutschigen Containern, Halterungen montieren,
ist nichts für schwache Nerven. Der größte Feind bei uns im Job ist der Wind. Du solltest da einfach auch Nerven haben und vor allen Dingen du solltest ein 200%iges Sicherheitsdenken haben, weil Cowboys in unserem Job kann keiner gebrauchen, weil wenn bei uns irgendwas schief geht, gibt es keine Verletzten, es gibt einfach nur Tote. Das Global Gate soll um den Globus reisen, ohne Container, nur die Bilder. Markus Schäfer will an jedem Standort neue Sponsoren suchen. Das erste Teil geht nach oben. Gemalt hat die 18 Motive Leon Löwentraut. Ein Shootingstar in der internationalen Kunstszene. Zum ersten Mal steht der 22-Jährige vor dem Global Gate. Ja, ich finde das super. Also die Größe ist überwältigend. Es packt einen richtig, wenn man es so vor sich sieht. Und ich bin gespannt, wie das Tor aussieht, wenn es fertig ist. Und das ist halt erst fertig, wenn es eingehüllt ist. Und das wird heute passieren. Leon Löwentraut aus Düsseldorf. Im Alter von 7 Jahren entdeckt er die Liebe zur Malerei. Als Teenager verkauft er seine ersten Bilder, auch an Prominente. Leon Löwentraut wird von der UNESCO auserwählt. Zum Thema nachhaltige Entwicklungsziele soll er 17 Bilder malen und sie verkaufen. Der Erlös ist zugunsten der UNESCO. Jetzt sind seine Bilder auch am größten mobilen Kunstwerk zu sehen. Eine Weltpremiere in Frankfurt. Über einen der größten Flughäfen der Welt zu schauen, über die Start- und Landebahn mit dieser Aussicht, sowas erlebt man auch nicht jeden Tag. Und das heute hier so mitzuerleben, ist einfach eine Wahnsinnserfahrung. Jetzt auch das Global Gate von oben zu sehen, es ist einfach nur gigantisch. Mir fehlen gerade die Worte mehr oder weniger. Dass man als Team einfach so sehr dafür brennt und auch diese Leidenschaft für dieses Projekt im Laufe der Zeit entwickelt hat und jeder dahinter stehen möchte und jeder seinen Teil dazu beitragen möchte, das macht mich einfach stolz, weil ich sehe, dass es die Menschen erfüllt. Und das ist genau das Gleiche, warum ich auch Kunst mache, um Menschen zu erfüllen. Und wenn das mit dem Global Gate funktioniert und das Emotionen in den Menschen auslöst, dann ist das Ziel erreicht. Das Ziel dagegen, hier bald fertig zu werden, ist noch weit entfernt. Der Statiker will noch mehr stützen an den Containern. Das Monument wiegt 140 Tonnen. Jetzt wackelt der Zeitplan. 3 Stunden später. Sie wollen das erste Banner einziehen. Stunde der Wahrheit. Ja, was immer noch so ein bisschen Angst, ob auch alles passt. Ne? Weil wir hier wirklich alles durch haben und da ist es wirklich, passt es wirklich, weil wenn nicht, dann doof. Dann haben wir 2000 Quadratmeter Banner umsonst gedruckt. Ist der Sonnenuntergang ein gutes Omen? Passt das erste Motiv in das Schienensystem, das Uwe Jakob und sein Team tagelang an alle Container geschraubt haben? Wie vorhin. Das 13 Meter lange Banner passt. Das erste von 12. Das sind sie, die Glücksmomente, für die sie arbeiten, sagt Markus Schäfer. Wow. Ja, mega. Hammer. Großartig. Ganz, ganz toll. Und jetzt ruft einer an. Nein, Entschuldigung. Schäfer. Alle haben uns für verrückt erklärt, alle. Wir haben in 2 Wochen einen Bauantrag durchgekriegt bei der Fraport. Wir haben die Container bekommen, wir haben die Sachen gedruckt bekommen, das Layout bekommen, wir haben die Statik bekommen. Und da hat jeder gesagt, das geht nicht. Ihr braucht 2 Jahre Vorbereitungszeit und wir haben 8 Monate gehabt. Chapeau! Morgen machen sie weiter. Die Wettervorhersage sieht schlecht aus. Sturm und Regen. Im Süden arbeiten Umweltdetektive mit Stacheln. Hinter tonnenschweren Fliegern leben sie. Honigbienen, 60.000 Stück. Sie zählen zu den wertvollsten Nutztieren Europas, sagt Professor Bernd Grünewald. Sie untersuchen die Umweltbelastung am Flughafen.
Das ist ganz was Besonderes. Das gibt es sonst nirgendwo. Die Wissenschaftler analysieren Honig nach gesundheitsschädlichen Rückständen. Dafür brauchen sie die kleinen Kollegen. Regelmäßig kontrollieren sie die 12 Bienenvölker. Was wollen wir heute machen? Wir haben letzte Woche die Völker mit Futterteig gefüttert. Die Tüten, die um den Futterteig drum waren, können wir jetzt rausnehmen. Und dann wollten wir noch eine kurze Kontrolle machen bei den Völkern, ne? Dass wir gucken, ob die Königin da ist, ob alles in Ordnung ist. Ja. Das brauchen wir heute nicht an allen Völkern zu machen, aber an dem einen oder anderen Volk stichprobenartig würde ich es vorschlagen. Ja. Okay, dann los geht's. Rauch aus Tannenzapfen und Holz verteilt Imkerin Stefanie Ludewig. Damit wird ein Schutzreflex bei den Bienen ausgelöst. Sie sichern ihren Honig und lassen die Mitarbeiter in Ruhe. Sobald man Rauch ins Volk gibt, fangen die an, ihre kleinen Köpfchen in die Zellen zu stecken. Das sieht man hier ziemlich gut. Und fangen an, den Honig zu trinken. Und solange die trinken, sind die Bienen ruhig. Und wenn sie ausgetrunken haben, wenn der Honigmagen voll ist, dann sind die Bienen auch so ruhig, weil ein sattes Tier kämpft nicht gerne. Nur wenn ich ohne Rauch aufgemacht hätte, hätten die sich garantiert gegen mich verteidigt. Aber so sind sie abgelenkt. Trotz Rauch und Schutzkleidung, gestochen werden sie dennoch. Jedes Jahr ein paar Mal. Ich habe da nicht viel Angst vor. Es tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich gestochen werde, insbesondere so im Gesichtbereich, aber das geht dann auch schnell wieder weg. Professor Grünewald arbeitet am Institut für Bienenkunde in Oberursel. Seit 13 Jahren forscht er mit Bienen und analysiert mit seinem Team am Flughafen die Schadstoffbelastung in Pflanzen. Also diese Bienen, die hier unter denen sind, brauchen noch etwa 9 Tage, bis sie schlüpfen. Das heißt, sie sind zwischen dem 9. und 12. Tag hier drin. Und die sind jünger, die sind vielleicht 6 Tage, 5 Tage, 6 Tage alt. Wie viele Waben haben wir drin? Ja, jetzt hier 10 Waben. 10 Waben mal 2.500, 20.000 bis 25.000 Bienen. Ja, Königin gesehen, blau 82. Die Bienen bewegen sich auf der Suche nach Pollen und Nektar in einem 5-Kilometer-Radius. Dort wächst Himbeere, Holunder, Eberesche, Natternkopf, Raps, Senf und Linde. All das landet im Honig, den die Forscher untersuchen. Das ist ja ein wissenschaftliches Projekt. Und wir haben untersuchen wollen, ob die Schadstoffbelastung hier im Boden am Flughafengelände höher ist als in Vergleichsstandorten in der Rhein-Main-Region. Wir sind auf die Fraport zugegangen und haben gesagt, ist das möglich? Und die haben gesagt, ja, interessiert uns das Projekt, das machen wir mal. Ist aber kein Auftrag der Fraport gewesen, sondern ein unabhängiges Projekt. 30 Mal am Tag startet eine Biene. Dabei landet sie auf bis zu 300 Blüten. Für ein Glas Honig müssen sie 3 Millionen Pflanzen anzapfen. Dabei legen sie Zehntausende Kilometer zurück. So arbeiten sie seit Jahren am Flughafen im Auftrag der Wissenschaft. Damit ist das hier die einzige Studie weltweit, die existiert, wo diese Schadstoffbelastung an einem Flughafengelände im Vergleich zu anderen Gebieten über einen Zeitraum von mittlerweile 12 Jahren durchgeführt worden ist. Das gibt es sonst nicht. Es gibt immer wieder mal Ansätze in Hamburg, in anderen Flughäfen, aber die sind dann immer meistens einmalige Proben. Die Bienen sind bedroht. Milben sind eine große Gefahr und können ganze Völker vernichten. Ob Ihre Bienen davon auch betroffen sind, wollen Sie gleich kontrollieren. Von Honigsammlern zu Menschenrettern. Einsatz für die Berufsfeuerwehr. Rauch in einem Hotelzimmer meldet die Leitstelle. Sie müssen in 5 Minuten vor Ort sein, so lauten die Vorschriften. Unten rechts läuft die Stoppuhr. Mehr als 1000 Hotelzimmer sind im Einsatzradius der Retter. Vor Corona mussten sie fast täglich Hotels anfahren, zu einem Brandmeldeeinsatz im Gästezimmer. Oft Fehlalarm, weil die Hotelgäste zu heiß duschen oder mit Wasserdampf ihre Hemden bügeln, erzählen die Feuerwehrmänner. Wegen der Corona-Krise kommen weniger Hotelgäste. Das spürt auch die Feuerwehr. Sie haben geschätzt 100 Einsätze weniger in diesem Jahr.
Ihr Wagen ist eine rollende Werkstatt. Sie haben alles an Bord, um Menschenleben zu retten. Wasser, Werkzeug, tragbare Leitern und medizinische Notfallrucksäcke. Die meisten haben vor der Feuerwehrausbildung eine Lehre abgeschlossen. Mechatroniker, Schlosser, technischer Zeichner, Bankkaufmann. Aus diesem Gebäude kommt der Brandmelderalarm. Ankunft am Personaleingang des Hotels. Nach 1 Minute und 31 Sekunden. Rolf Urban leitet den Einsatz. Hallo. 9. Etage. Feuerwehraufzug. Reguläre Aufzüge sollen im Brandfall nicht benutzt werden. Sie könnten in einem verrauchten Stockwerk stecken bleiben und zur tödlichen Falle werden. Der Feuerwehraufzug ist speziell gesichert. Jo, Melder 1. Also ist gleich das erste Zimmer hier. Dann gehen wir mal gucken. So, was habt ihr denn gemacht? Hier, Wasser. Leuchten tut er. Kein Feuer, kein Rauch. Wieder ein Fehlalarm. Ja, gut. Was ist los hier? Ja, bei Wartungsarbeiten durch Wasserdampf hat er Melder ausgelöst. Und jetzt kontrollieren wir das Ganze nochmal und jetzt lasse ich die Anlage zurücknehmen und dann fahren wir nach Hause. 2046 Wasserdruckführer, Ganze weitergeben, Meldeauslösung bei Wartungsarbeiten. Habe ich nächsten Tag mitgehört. Jo, und alles auf der Anfahrt C3 und die 30er Leiter können abbestellt werden. Das Bad wurde mit Wasserdampf gereinigt. War wohl zu viel des Guten. Jo. Gut, gehen wir wieder. Zurück zur Wache. Eine sogenannte Objektbegehung im größten Bürogebäude Deutschlands steht heute Nachmittag auf dem Plan, im Square. Endspurt beim größten mobilen Kunstwerk im Sicherheitsbereich des Flughafens. Die vordere Seite des Global Gates ist fast fertig, nach 4 Tagen. Industriekletterer Uwe Jakob und sein Team wollen jetzt die Rückseite bespannen. Es läuft. Es sind jetzt die Kleinigkeiten, die aufhalten ein bisschen und die Zeit kosten. Aber wir probieren trotzdem alle Deadlines, die wir den Herrn Schäfer gegeben haben, beziehungsweise die er haben möchte, einzuhalten. Markus Schäfer wirkt angespannt. Sie haben ein großes Problem mit den Bannern, die in Bochum gedruckt wurden. Bei der Überprüfung ist uns aufgefallen, dass bei 12 Planen unten der Saum nicht reingenäht worden war und damit können wir sie nicht spannen. Die sind dann letzte Nacht wieder zurück nach Köln gefahren worden, beziehungsweise nach Bochum. Da wurde dann die ganze Nacht oder jetzt immer noch der Saum eingenäht und die sollen um 2, halb 3 dort losfahren und dass sie dann um 4, halb 5 wieder hier sind und dann haben wir noch eine Nachtschicht vor uns. Die größten Banner kommen in die Innenseite des Global Gates. Die können Uwe Jakob und sein Team schon montieren. Olli, wir fahren ein bisschen hoch und dann ziehen wir erst. Komm. Bei diesem Motiv schaut der Kunstprojektentwickler genauer hin. Das liegt ihm besonders am Herzen. Setzt hier bitte den Steiger um für die andere Seite. Das sind 200 verschiedene Kindergesichter, die wir über 4 Tage fotografiert haben. Die meisten aus Düsseldorf, aber auch international. Also alle Ethnien, was uns natürlich sehr wichtig ist bei so einem globalen Projekt, die Leon alle selber fotografiert hat und auch noch alle selber übermalt hat, also handübermalt. Seine Familie ist da, Ehefrau Nicola und die Kinder. Sie sind auch auf dem Banner. Luzi, bist du da auch drauf? Wo bist du? Zeig mal. Tochter Luzi und Sohn Max. Er lieferte die Idee für das Global Gate. Aus Spielzeugcontainern hat er das Brandenburger Tor nachgebaut und so seinen Vater auf die Kunstidee gebracht. Und was sagt der Ideengeber zu diesem Werk? Sie haben das ganz schön hingekriegt. Hilft es ja auch anstrengend da mit den Banner aufhängen, Container
aneinander stapeln, anketten, schweißen. Also es hat schon mehrere Tage gedauert, aber die Arbeit war es wert. Na, da haben die Arbeiter wohl alles richtig gemacht. Wie stark ist die Natur am Flughafen belastet? Das wird im Süden untersucht, mit Honigbienen. Wissenschaftler und Imker aus dem Institut für Bienenkunde kontrollieren ihre fleißigen Umweltdetektive. Sie müssen sie auch schützen. Denn die Honigbiene hat einen natürlichen Feind, die Varroa-Milbe, sagt Professor Grünewald. Jetzt ist momentan die spannende Frage, wie viele Varroa-Milben sind in den Völkern? Werden sie diese Varroa-Milbenbelastung überleben? Die Parasiten saugen an den Bienen, dadurch werden sie schwach und können sterben. Die Wissenschaftler bekämpfen die Milben mit einem speziellen Mittel. Also unten im Unterboden haben wir eine Wanne drin liegen, in denen die Milben fallen, die durch die Behandlung abgetötet werden. Die kontrollieren wir jede Woche einmal. Heute kann er keine Milben entdecken. Für Professor Grünewald ein perfektes Ergebnis. Seinen Bienen geht es gut. Bienen können Farben erkennen, deshalb fliegen sie immer in den richtigen Kasten. Bienen können hervorragend riechen, nur eines können sie nicht: hören. Bienen sind nicht taub, aber Bienen hören nur sehr bedingt. Also die höhere Frequenzen hören sie gar nicht. Sie hören tiefe Frequenzen und die auch nur sehr, sehr leise. Sie hören Vibrationen über den Boden, aber hier ist ein Sandboden, das heißt, hier ist auch nicht viel Vibrationen, was die Bienen spüren. Und so dass, anders als bei den Menschen, stört die Bienen der Lärm der Flugzeuge oder der Autos an diesem Ort nicht. Ihre Mission startet jedes Jahr. Die Insekten überwintern gemeinsam als Volk. Im Februar beginnt die Königin Eier zu legen, dann blühen auch die ersten Pflanzen und die Bienen verlassen ihren Bau. Hier ist eine Königin in dem Volk drin, die Eier legt. Die Brut entwickelt sich gut. Hier ist sie. Eine Königin kann 4 Jahre alt werden, eine Arbeitsbiene dagegen nur 40 Tage. Aus bis zu 60.000 Bienen kann ein Volk bestehen. Jede Woche untersuchen sie die Völker und analysieren den Honig, um festzustellen, ob die Schadstoffbelastung zu- oder abnimmt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Zustand der Völker. Die sind gut entwickelt, die haben gutes Futter eingetragen, sind alle gesund, soweit wir es bis jetzt durchgesehen haben. Also im Grunde bin ich hochzufrieden. Der Flughafen Honig ist vergleichbar mit Honig aus dem Taunus. Die Rückstände liegen unterhalb der festgesetzten Grenzwerte für Lebensmittel, sagt Professor Grünewald. Die Honigqualität ist super hier am Flughafen Frankfurt. Natürlich lassen sich die Rückstände aus Verbrennungsmotoren, das sind Kohlenwasserstoffe, sehr komplizierte chemische Substanzen, die durch eine unvollständige Verbrennung entstehen, auch hier im Honig und im Pollen nachweisen. Sie lassen sich aber auch im Trinkwasser nachweisen, in allen Lebensmitteln, auf der Kleidung. Überall sind diese Substanzen vorhanden. Also es ist keine Überraschung, dass sie sowohl hier als auch in Niederursel als auch in Hintertaunus nachweisbar sind. Dann sind wir hier für heute fertig. Die restlichen Sagen könnt ihr aufräumen. Und dann sind wir auf dem Rückweg. Der Honig ist unverkäuflich, weil er für ein wissenschaftliches Projekt ist. Probieren dürfen nur die Mitarbeiter des Institutes, rein wissenschaftlich. Versteht sich. Von den Honigsammlern zu den Weltmeistern im Containerstapeln. Nach 8 Monaten Planung, 4 Wochen Arbeit, hunderten Sponsoren und Helfern haben sie es endlich geschafft. Das Global Gate steht. Die Idee eines 9-Jährigen, verwirklicht von seinem stolzen Vater, veredelt von einem erfolgreichen Künstler, Leon Löwentraut. Die Malerei hat er übrigens von seiner Mutter gelernt. Was mich hier heute so unfassbar ergriffen hat. Das Global Gate nimmt jetzt seinen Lauf. Es ist der Startschuss für ein internationales Megaprojekt. Ich freue mich deswegen sehr, dass wir hier am Frankfurter Flughafen damit auch ein Zeichen setzen, dass dieses Thema und das ganze Projekt raus in die Welt muss. Keine Armut, mehr Gesundheit und Bildung. 3 von 17 Zielen der Vereinten Nationen bis 2030.
Nachhaltigkeit ist das konkrete Thema, weil wir die Generation sind, die was bewegen können, weil wir diejenigen sind, die gerade auf diesem Planeten leben und der Nachwelt den Planeten hinterlassen. Das Global Gate ist zu Gast am Tor zur Welt, auf dem Gelände einer Frachtfluggesellschaft. Warum? Fragen an den Vorstand der Airline, Peter Gerber. Ich fand die Idee großartig und der Erfindungsreichtum der Menschen, der ist einfach unerschöpflich. Und wenn er sich, sagen wir mal, nicht in Destruktiven äußert, sondern in positiven Ideen, in was Konstruktivem, dann finde ich es besonders gut. Und ich glaube, wir machen da eigentlich viel zu wenig, alle zusammen, um sowas mehr Raum zu geben. Und wenn es dann was Gutes ist und man helfen kann, dann gerne. Der Medienrummel um das Mahnmal kommt der Airline gelegen. Sie präsentiert den weltweit ersten CO2-freien Frachtflug. Diese Maschine fliegt nach Shanghai und zurück mit Frittenfett. Nachhaltiges, synthetisches Kerosin, das aus wiederverwertbarem Speiseöl hergestellt wird. Ein Versuch, den klimaschädlichen Luftverkehr zu verbessern. Durch die Corona-Krise haben Airlines viele ihrer alten Maschinen stillgelegt. Schon jetzt fällt auf, dass am Flughafen vermehrt moderne Flugzeuge landen. Das hören Sie gerne, die Visionäre und Künstler des weltweit größten mobilen Kunstwerks. Bis Februar steht's in Frankfurt, danach Dallas, Singapur und Hongkong. 5 Kilometer entfernt im Osten ist Wache 20 der Berufsfeuerwehr. Ein neuer Tag. Jeden Morgen kontrollieren die Retter ihr Fahrzeug. Die Kollegen aus der Schicht heute Nacht hatten einen Einsatz, erzählt Dienstgruppenleiter Rolf Urban. Ja, die Kollegen waren am Frankfurter Kreuz zum schweren Verkehrsunfall mit dem LKW. Der hat das Ladegut verloren, war ein großer Gabelstapler. Kraftstofftanks waren aufgerissen, der war relativ frisch betankt. Das Fahrzeug, entsprechend groß war auch die Menge, die ausgelaufen ist. Und da waren die relativ lange dann beschäftigt, die Unfallfolgen dann zu beseitigen. Laut Polizei wird der Fahrer schwer verletzt. Er hat mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Wache 20 ist auch für den sogenannten Kleinalarm in Frankfurt zuständig. Wasserschäden, Tierrettung, Türöffnung. Dafür haben sie einen extra Wagen. Heute Vormittag ist es ruhig. Keine Notfälle, keine Brandmelder. Ortstermin am Nachmittag im größten Bürogebäude Deutschlands, im Square. 660 Meter lang, 65 Meter breit, 9 Stockwerke hoch. Björn Steinebach ist Brandschutzbeauftragter im Square und kontrolliert regelmäßig mit der Feuerwehr die Schutzeinrichtungen. Im Gebäude sind Büros, Geschäfte, Hotels und ein Bahnhof. Letzte Woche mussten sie hier einen brennenden Akku löschen. Dann lass uns mal ganz kurz, wenn wir schon hier sind, da mal reingucken. Im ganzen Flughafen sind solche Brandschutztore, erklärt Rolf Urban. Dieses Tor schließt sich bei einer Brandmelderauslösung und das soll eben verhindern, dass wenn in dem Bereich des Fernbahnhofes jetzt ein Feuer sein sollte, dass eben der Rauch und das Feuer übergreift hier in den Bereich von dem Übergabebauwerk. Das ist die Schlange zu den Corona-Testzentren. Mehr als 6.000 Menschen kommen täglich, dazu noch tausende Fluggäste und Bahnreisende. Im Square ist auch in Corona-Zeiten viel Trubel, sagt Björn Steinebach. Und geht mit den Feuerwehrkollegen in das Kontrollzentrum. Jeder Alarm landet in diesem Raum. Auf allen Etagen im Square sind Brandmelder. Hunderte. Hier laufen sämtliche Aufzugsnotrufe auf. Fürs Gefühl, wir haben 96 Aufzüge hier im Gebäude. Wir haben hier den zweiten Bedienstand von unserer Mini-Metro, die das Gebäude mit dem Parking verbindet. Von der rechtlichen Einordnung ist die Mini-Metro eine Seilbahn. Es gibt ein Evakuierungskonzept in Absprache mit dem RP Darmstadt. Bei einem Unfall oder Feueralarm unterstützen die Brandschutzbeauftragten die Männer von Wache 20. Sie öffnen Türen und führen die Helfer zum Einsatzort in diesem riesigen Gebäude. Das Square ist 9 Jahre alt, die Brandschutzanlagen sind auf dem neuesten Stand. Das beruhigt die Retter. Jetzt wollen sie noch die Notausgänge kontrollieren. Dann fahren sie wieder zurück zur Wache. Und in der nächsten Folge, Weihnachten in Corona-Zeiten. Wie geht es den Mitarbeitern? Man sieht es ja hier, das ist kaum Rollverkehr, kaum Flieger. Sehr ungewohnt, sehr ungewohnt. Mittendrin, nächsten Mittwoch um 21 Uhr.